wollen das Thema aber trotzdem weiter vertiefen. Aus Frankfurt am Main ist jetzt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter zugeschaltet. Frau Professor, ich grüße Sie. Hallo. Auch wenn da jetzt noch vieles ungeklärt ist in Regensburg, wie bewerten Sie denn diesen Versuch, in der Stadt ein islamisches Zentrum dieser Größe mitten in der Altstadt zu platzieren? Es geht da ja um ungefähr 20.000 Quadratmeter. Ja, ich meine, das ist ein ausgewachsener Skandal, meiner Meinung nach. Und ich habe ja gerade die Pressekonferenz auch ein bisschen mitverfolgt. Mir scheint, dass die Oberbürgermeisterin vollkommen überrascht war davon, dass sie auch sehr wenig weiß. Also wenn man hört, es gibt eine Taskforce, es gibt eine Arbeitsgruppe, die einen Nutzungsplan erstellt und gegen diese ganzen offensichtlich langfristigen Versuche, da in der Altstadt etwas Neues zu schaffen, wird dann an eine unbestimmte Investorengruppe aus dem Nahen Osten verkauft, die ein islamisches Zentrum aufbauen will. Also das ist schon ein starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das würde auch eine etwas schärfere Reaktion verlangen als die man jetzt gehört hat. Ja, die Stadt hat ein Vorverkaufsrecht und so weiter und so fort, aber man muss sich doch mal inhaltlich positionieren. Was soll denn das bitteschön, ein solch riesiges islamisches Zentrum dahin zu setzen? Also das würde einen Anziehungspunkt für islamistische Akteure ganz bayernweit oder vielleicht sogar bundesweit bedeuten. Und das muss man einfach, da muss sie sich vielleicht auch nochmal gut beraten lassen, worum es eigentlich geht. Und dass da quasi mit verdeckten Informationen gearbeitet wird, dass man nicht recht rausrückt, dass es keine Ansprechpartner gibt, das ist höchst dubios alles. Also die Stadt sollte zügig sehen, dass dieses Projekt vom Tisch kommt. Nach dem, was wir hören, sind viele Bürger auch in Sorge, dass man da einer schleichenden Islamisierung des öffentlichen Raumes entgegenblickt. Teilen Sie diese Sorge? Ja, absolut. Also ich meine, das ist nicht eine kleine Moschee, das ist ein riesiges islamisches Zentrum. Und dann wird so gesagt, na ja, das sei eine Mischkonzeption, aber jedes religiöse Zentrum im islamischen Sinne ist eine Mischkonzeption. Da gibt es immer auch Läden dabei, da gibt es Friseure, alles Mögliche. Also von daher passt das durchaus zu diesem religiösen Charakter. Und wenn man dann sagt, es sei nicht ausschließlich religiös, ja, meine Güte. Aber da muss man sich wirklich fragen, was damit beabsichtigt ist, wer dahinter steckt und da sehr, sehr genau recherchieren und das bis dahin erstmal auf Eis legen. Also, dass das einfach so weitergeht, der Kaufvertrag ist jetzt da, das kann ja wohl nicht sein. Und die Bürger haben durchaus recht, wenn sie sich jetzt beunruhigt fühlen und wenn sie gerne mehr Informationen darüber haben wollen. Und es gibt ja auch eine Petition jetzt schon dagegen. Also da muss man schon nicht so blauäugig sein. Vielleicht noch ganz kurz. Kritiker könnten dem jetzt entgegenhalten. Die muslimische Bevölkerung in Deutschland, die wächst ja kontinuierlich. Ich glaube, wir reden über ungefähr 5,5 Millionen Menschen in Deutschland. Jetzt könnte man ja auch sagen, wenn dieser Anteil steigt, dann muss es irgendwo ja auch im öffentlichen Raum zu erkennen sein. Ja gut, das ist ja im öffentlichen Raum zu erkennen. Also da haben wir jetzt mal keine Sorge. Wir haben unheimlich viele Moscheen, wir haben auch Kulturzentren, wir haben öffentliche Veranstaltungen von Muslimen, öffentliches Fastenbrechen etc. Wir sprechen nicht davon, dass die Muslime in der Öffentlichkeit unsichtbar sind. Das kann man wahrlich nicht behaupten. Sagt die Islamwissenschaftlerin Professor Susanne Schröter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne.